Jetzt im 2022, seit Anfang des Jahres, dass im Rahmen ICD-11 die Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Einzeldiagnose jetzt eben anerkannt ist. Und viele von euch sind vielleicht erleichtert, weil sie jetzt genau wissen, okay, das ist ja meine Erkrankung. Aber ich denke, dass immer noch ganz viele Fragen eben offen stehen und einige immer noch nicht sicher sind, ja, bin ich jetzt traumatisiert? Und welche Symptombereiche hat denn diese Erkrankung? Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und spezialisiert auf komplexe posttraumatische Belastungsstörungen bzw. auf Traumafolgestörungen. Und bevor wir weitergehen, möchte ich dir gleich eine ganz große Neuigkeit erzählen. In meiner Organisation findet Anfang Oktober der erste Online-Traumakongress, und zwar im deutschsprachigen Raum. Das heißt für Deutschland, Schweiz und eben Österreich. Und du bist natürlich auch dabei. Man kann ja die Symptome von KPTBS insgesamt in 6 Symptomfelder einordnen. Und an diesen 6 Symptomfelder kannst du dich ja dann sehr gut hilfreich entlanghangeln. Das sind Störungen in unserer Affektregulation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn gewisse Gefühle oder Emotionen eben hochkommen, dass wir nicht in der Lage sind, sie so zu regulieren wie ein Mensch, wo eben keine traumatisierte Erfahrung hatte bzw. nicht erkrankt ist. Und weil wir die Emotionen dann nicht so reguliert bekommen, entweder sind wir ja meistens ganz oben mit den Emotionen oder sind wir halt ganz unten, also unterreguliert mit den Emotionen, oder pendeln wir ganz schnell sogar dazwischen. Das hat ja auch mit unser Toleranzfenster zu tun. Ganz konkrete Beispiele, dass jemand zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten hat, weil eben gewisse Emotionen nicht aushalten kann, nicht ertragen kann. Und um diese enorme Anspannung, was durch diese Emotionen in dem Körper eben entsteht, möchte das, auflösen. Und dazu verwendet Gewalt sich selbst gegenüber. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel chronischer Suizidgedanke. Das ist genau das gleiche Prinzip. Also es sind zum Beispiel toxische Schamgefühle oder so niedriges Selbstwertgefühl, dass man das nicht ertragen kann und das Leben auch recht schwer wird und man möchte einfach gar nicht mehr leben. Oder jemand hat ganz aufbrausende oder unterdrückte Wut oder Wutanfälle zum Beispiel. Oder jemand bezogen auf die Sexualität, ganz extreme, also schon fast an Sucht oder eben ganz gehemmte Sexualität und Verhalten damit einhergehen. Kann auch sein, dass zum Beispiel jemand eine ganz chronische sogenannte Dysphorie hat, also auch eine Dysregulation in nach unten stürzende emotionalen Zustand. In das zweite Symptomfeld gehören die Störungen, wenn es um die Wahrnehmung und unser Bewusstsein geht. Was bedeutet das? Das heißt, dass ich nicht entsprechend, nicht adäquat und nicht der Wirklichkeit entsprechend meine Wahrnehmung, meine Sinneswahrnehmung regulieren kann oder aktivieren kann und auch dementsprechend mein Bewusstsein, also was ist, weshalb oder das Erkennen von gewissen Ereignissen eingeschränkt ist. Konkrete Beispiele können sein, zum Beispiel Amnesie. Also
viele, die auch in früheren Kindheit zum Beispiel traumatische Ereignisse erlebt haben, die haben ja Großteil dieser Ereignisse eben fragmental abgespeichert und die sind womöglich bis heute eben ja verschlossen wie in einem Tresor. Und diese Amnesie, oder es äußert sich ja wie eine Amnesie. Also sie können sich ja daran nicht erinnern. Manchmal sind es nur die Ereignisse, manchmal sind es sogar Jahre, die nicht mehr abrufbar sind. Dann dazu gehören die verschiedenen Dissoziationsarten. Das bedeutet, dass ich ja für gewisse Zeit mich von der Realität, von der Wirklichkeit eben abspalte und ich mich da ganz deutlich distanziere, damit ich die Wirklichkeit nicht erleben muss, weil ich das eben nicht ertragen kann. Ein weiteres Symptom ist die sogenannte Depersonalisation. Das heißt, dass ich letztes Endes die Bindung zu mir selbst, zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen selbst cutte, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Traumatisierung das eben unterbunden habe, damit ich ja, naja, dieses schreckliche Erlebnis überhaupt überlebe und diesen Schmerzen nicht ertragen muss. Ein fast verwandtes Erlebnis ist, oder fast verwandtes Symptom, die Realisation, heißt, dass ich eigentlich die Wirklichkeit nicht als Wirklichkeit wahrnehme. Das kann auch unbewusst ablaufen. Das heißt, dass mir etwas wieder in Hier und Jetzt ja zugestoßen ist oder irgendjemand zum Beispiel zu mir ja weiterhin missbräuchlich sich verhält und dennoch will ich das nicht wahrhaben, also ich leugne das letztes Endes. Ein weiteres Symptom ist, naja, zwanghaftes Wiedererleben des traumatischen Erlebnisses und das kann sein zum Beispiel ja eben durch Intrusionen oder eben auch durch Grübeln, sogenannte Rumination. Intrusionen können auch wieder verschiedene Art sein, auf die werde ich ja noch in einem anderen Video dann. Das dritte Symptomfeld nennt sich, ja, das ist die Störung der Selbstwahrnehmung. Das heißt, dass hierzu gehören dann eben Symptome, wo ich letztes Endes mich selbst, mein Selbstbild und alles, was dazugehört, nicht der Realität entsprechend wahrnehme. Ein konkretes Beispiel kann sein Ohnmachtsgefühle, welche sogar zum Teil uns lähmen. Das sind sehr gut bekannt aus extrem ja, akuten traumatischen Situationen. Diese Ohnmachtsgefühle können eben bewirken, dass ich sozusagen gelähmt bin, und zwar in jeglicher Initiative, bezogen auf jegliche Handlung. Die nächsten Symptome typischerweise sind die Scham- und Schuldgefühle, kennst du höchstwahrscheinlich auch, wobei ja die Opfer, also die Traumatisierten letztes Endes sich für schuldig halten und vor allem sich schämen dafür, was denen passiert ist. Nächstes Symptom kann sein sogenannte Selbstbezichtigung, also wo wir ja, mit uns selbst stiefmütterlich umgehen, uns zum Beispiel im inneren Dialog auch ständig ja, herabwerten und wo wir uns selbst auch zum Beispiel bestrafen, also auch in Handlung bestrafen. Ein weiteres Symptom kann sein, dass du das Gefühl von ja, stigmatisiert sein hast, dass du das Gefühl hast, du bist schmutzig oder du bist befleckt und du bist ein Schamfleck. Viele empfinden auch, dass sie grundlegend ganz anders sind als alle anderen und dass sie sich deshalb auch nicht richtig zurechtfinden. Das war jetzt ein Sammelsurium an ganz vielen Symptomen und ich hoffe, dass dir ja auch das heutige Video einiges gebracht hat. Und wenn du Fragen hast, bitte im Kommentarfeld und hab eine wunderschöne Zeit und bis sehr, sehr bald. Ja, tschüss, Gabriela.